Warum ausgerechnet Donnerbüchsen? Ja, auch Epoche 5-6-Fahrer haben manchmal so eine kleine Leiche im Keller. Aber erstmal, hey liebe MOBA-Freunde, fett, dass ihr wieder da seid. Als kleiner Bub habe ich mir damals schon die Übergangsbrücken für Donnerbüchsen aus Papier selber gebastelt und reingefummelt. Und ich muss zugeben, war gar nicht mal so gut. Ein paar geistige Entwicklungsjahre später weiß ich, es geht besser. Länderbahnwagen und Donnerbüchsen mit Plattformen an den Enden wurden mit klappbaren Trittblechen verbunden und diese meist dann mit den Türen der Plattformen und mit Scherengittern gesichert. Warum? Ist ganz einfach. Damit der Schaffner während der Fahrt durch die Wagen gehen konnte und die Schwarzfahrer an den Ohren ziehen konnte. Der Berührungspunkt der beiden Trittbleche der Wagen war quasi genau in der Mitte der Brücke. Modellbahntechnisch sehr schwierig umzusetzen, weil wir viel engere Radien fahren und sich die Teile dann einfach gottlos verhaken würden. Die Idee für die Lösung dieses Problems kam mir dann bei der Entwicklung der Magnetkupplungen. Denn diese bilden den kürzesten Abstand zwischen den beiden Kupplungsaufnahmen und damit den optimalen Haltepunkt in der Winkelmitte für die Übergangsbrücken. Einfach einzubauen. Man muss echt nichts an den Wagen umbauen, nichts bohren, nichts dremeln, nichts machen, nur die Kupplungen tauschen und die Brücken einsetzen. Die wird dann von den beiden Magneten in der perfekten Position gehalten. Einfacher geht's echt nicht und optisch schon richtig nah am Original. Und das Schöne ist, funktioniert schon ab Radius 1 und ist auch kompatibel mit stromführenden Magnetkupplungen mit den zweipoligen. Und diese Magnetkupplungen, stromführende, wird es auch bald bei mir im Shop geben, im Gleis1.shop. Das heißt, wenn ihr nichts verpassen wollt, liked dieses Video und abonniert meinen Kanal, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Das Upgrade für eure Donnerbüchsen ist ganz nah. Bei mir im www.Gleis1Shop wählt ihr einfach das gewünschte Design der Übergangsbrücke aus und dann seht ihr auch gleich die passenden Kupplungslänge für eure Wagen. Alternativ, und das ist sowieso immer die beste Lösung, selber testen. Mit einem Testkit selbst die passenden Kupplungslängen austesten und ausprobieren. Denn jede Anlage und jeder Wagen kann andere Anforderungen an die Länge stellen. Aber jetzt schaut euch erstmal ganz in Ruhe dieses Mega-Video an. Es ist länger geworden, als ich dachte. Wenn ihr es bis zum Ende schafft, dürft ihr euch gerne eine Kugel Eis gönnen. Und neben den Umbauten gibt es auch eine ganze Menge Tipps und Tricks, wie ihr die Übergangsbrücken noch weiter für eure Wagen und für eure Anlage und eure Epochen pimpen könnt. Und natürlich gibt es auch wieder einige Fahrszenen in den Videos. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich zeige euch heute, wie ihr eure Donnerbüchsen mit Hakenkupplungen umrüstet, damit ihr diese wunderbaren Übergangsbrücken hier zwischen reinklemmen könnt, die dann nachher einfach eng zwischen diesen Wagen sitzen und ein vorbildgerechtes Bild abgeben. Dazu geht es hier um die Donnerbüchsen von Fleischmann, die fast jeder in seiner Kiste hat. Es geht um andere Länderbahnwagen von Fleischmann, die ich auch umbaue mit euch. Noch ein anderer Länderbahnwagen und es geht um Länderbahnwagen von Brava und letztendlich auch von Minitrix. Um diese Wagen kümmern wir uns heute. Ich zeige euch, wie es geht und es ist einfacher, als ihr denkt. Fangen wir aber einfach mal mit den Fleischmann Donnerbüchsen an, mit den Standardklassikern. Das sind jetzt die Wagen 8862 und 8863. Die sind beide mit Plattform. Da gibt es aber noch den 8861 ohne Plattform. Und es gibt natürlich auch die Gepäckwagen, in dem Fall den PWI 28 mit der 8860. Das ist so eine klassische Serie von Fleischmann, wie sie in mehreren Epochen verkauft wird. Es gibt die DRG-Variante, wie wir sie hier haben. Es gibt die DRB-Variante, Deutsche Reichsbahn. Es gibt die Deutsche Reichsbahn-Variante der DDR und es gibt die DB-Variante, die wir später noch sehen. Das ist jetzt also hier so eine ganze Serie. Das ist die 8860, die 8861, 8862 und 8863. Aber alle mit Kurzkupplungskulisse. Das Beispiel zeige ich euch aber an diesen beiden Wagen. Die tun wir später noch dazu. Lasst uns jetzt einfach mal diese beiden Wagen Kurzkupplungskulisse umrüsten auf Magnetkupplungen und tauglich machen für die Übergangsbrücken. Wenn ihr eure Wagen umrüsten wollt und euch nicht sicher seid, welche Längen ihr braucht, könnt ihr das entweder über meine Liste auf der Homepage www.gleis1.shop machen. Da gibt es eine Referenzliste mit allen Längen, empfohlenen Längen für die Kurzkupplungskulissen. Oder es gibt, wer selber testen will, diese beiden Testkits in meinem Shop. Einmal das Basic Testkit, da sind wirklich alle Längen drin für die Standard-Personenwagen, die es so an Spur N gibt.
und das Sortiment-Testkit, da könnt ihr noch mehr mit testen. Und zwar, also das, was hier drin ist, ist ja auch drin. Dazu sind aber noch die kürzeren und die längeren mit drin. Damit könnt ihr wirklich alle Wagen von euch testen, die eine Kurzkupplungskulisse haben. Damit solltet ihr für jeden Wagen die richtige Länge finden. Hier auch noch mit drin die Multikupplungen, die passen in die alten Kupplungsaufnahmen rein, Rocco, Fleischmann, Arnold, wie sie alle heißen. Da könnt ihr eure alten Schätzchen mit umrüsten. Dazu wird es aber auch demnächst nochmal ein separates Video geben. Wie das mit dem Testen genau funktioniert, habe ich in den letzten beiden Videos schon öfters gezeigt. Deswegen lassen wir die Testkits mal außen vor und verwenden nur die Längen, die ich bereits getestet habe, weil sonst wird das ganze Video etwas in die Länge ziehen. Wir brauchen hier für diese Wagen 2x12 mm NEM-Kupplungen. Die habe ich mir schon bereitgelegt hier. Das heißt, wir machen erstmal die Hakenkupplungen hier raus. Und machen auf jeder Seite eine 12 mm Kupplung rein. Das geht bei den Donnerbüchsen von Fleischmann relativ easy. Da könnt ihr einfach den Finger dahinter halten und dann schluppen die hier rein. Einfacher ist immer, wenn man eine doppelte Kupplung nimmt. Dann hat man ein bisschen mehr Kraft auf den Fingern. Finger dahinter halten und reindrücken. Hier haben wir schon. Einmal und der letzte. Dann auch noch. So, jetzt haben wir beide auf 12 mm umgerüstet. Das ist jetzt die empfohlene Länge für Übergangsbrücken. Das wäre jetzt für normales Kuppeln, ihr seht schon, viel zu kurz. Also das reicht nicht ohne Brücke, da müsste man längere nehmen. Für diese Wagen, wenn ihr ohne Brücken einfach nur kurz kuppeln wollt, dann braucht ihr 13,5 mm. Mit Brücke, Übergangsbrücke sind es genau 12 mm. Und wie das dann aussieht, zeige ich euch jetzt. Das sind die Übergangsbrücken. Einfach an die Magnetkupplung dran. Und den anderen zusammenschieben. Zack, und das war es auch schon. Viel mehr ist es gar nicht. Die Brücken sind so konstruiert, dass sie im gekuppelten Zustand ganz knapp über den Puffern liegen, dass es hier keine Berührungen gibt. Sie sind so konstruiert, dass sie an den Seitenwänden vorbeigehen. Man sieht das Ganze gut. Von unten sieht man es fast besser. Die so ein bisschen schräg hält, auch im Kurvenbereich stößt da nichts an. Das passt also wunderbar. Es ist auch so konstruiert, dass es für Knicke und Absenkungen trotzdem funktioniert. Also die Dinger funktionieren bis Radius R1 runter. Ich habe es extra so konstruiert, dass es wirklich betriebssicher auf allen Gleisen läuft. Aus dieser Fleischmann-Serie gibt es natürlich auch noch andere Wagen. Das ist die 8660, der PWI 28 und es ist der 8661. Der zweite Klasse Wagen von Fleischmann der Serie. Und der hat geschlossene Übergänge. Geschlossene Übergänge heißen andere Kupplungen, weil die weiter rauskommen. Ich weiß nicht, ob man es hier sieht. Die Plattformen kommen weiter raus als die Geländer hier bei denen. Deswegen brauchen die eine 12,7er Kupplung auf beiden Seiten, während der PWI-Gepäckwagen ebenfalls auf der geschlossenen Seite, auf der Schaffnerseite, da wo der Schaffner sein Kabäuschen hat, das ist, denke ich mal, die Seite, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, kann auch die Seite sein. Die Seite, wo eine Übergangsbrücke drankommt, ebenfalls 12,7. Und die Seite, wo keine Übergangsbrücke drankommt, die machen wir auf 13,5. Weil diese Seite wird dann an die Lok gekoppelt und das sollte ja keine Brücke dazwischen und auch kein großer Pufferabstand entstehen. So, nochmal 12,7 auf der Seite mit dem geschlossenen Übergang, 13,5 auf der Seite zur Lok hin. Bei den geschlossenen Übergängen hier auch 12,7 auf beiden Seiten. Bei den offenen Übergängen
bei den offenen Plattformen 12 mm hier wie auch hier. Und jetzt können wir die Wagen mal zusammenstellen. Wir fangen an mit dem Gepäckwagen, der auf dieser Seite an die Lok kommt. Auf dieser Seite kommt dann eine normale Brücke dran, normale Übergangsbrücke. Einmal, dann machen wir diesen Wagen dazu, zweimal. Perfekt, und ihr seht schon, das geht wunderbar, auch in Kurven und leichten Knicken und Absenkungen passt das wunderbar. Dann den nächsten Wagen, ist dann dieser Wagen, dann machen wir mal eine Brücke mit Figur drauf. Snappt auch wunderbar rein. Und den letzten Wagen können wir dann einfach, da haben wir schon eine Brücke dran, einfach dran snappen. Und das war es auch schon. Schon haben wir einen wunderbaren Donnerbüchsenzug mit Übergangsbrücken. Welche Länge ihr genau braucht für welche Wagen, das findet ihr bei mir auf der Seite. Geht auf die Übergangsbrücken. Da findet ihr bei jeder Übergangsbrücke eine genaue Liste, welcher Wagen welche Kupplung braucht, damit es mit den Übergangsbrücken perfekt funktioniert. Ich sage es aber gleich dazu, es gibt Unterschiede. Also es gibt Toleranzen innerhalb der Wagen. Manchmal braucht es ein Viertelmillimeter mehr, Viertelmillimeter weniger. Den wenigsten wird es auffallen. Mir fällt es natürlich auf, weil dann der Spalt zu groß ist oder der Spalt zu klein ist. Deswegen bin ich da immer am Rumprobieren. Deswegen nochmal meine Empfehlung, holt euch ein Testset, das Basic oder das Sortimented. Damit könnt ihr alle Kupplungen austesten, bevor ihr für euer Wagen Kupplungen bestellt. Testet eure Wagen durch, dann könnt ihr eure Liste machen und dann könnt ihr die größeren Stückzahlen bestellen, weil dann wird es ein bisschen günstiger. Aber lass mal kurz über die 4 Designvarianten der Brücken reden. Das ist die preußische Übergangsbrücke. Die ist tatsächlich angelehnt an das Design der Standard-Donnerbüchse von Fleischmann. Ihr seht schon die Türen, die hier aufklappen in der Mitte, die sind hier abgebildet an der Brücke und zwischen den Türen, zwischen aufgeklappten Türen ist dann ein Scherengitter. Das war im Original so und habe ich auch so direkt nachgebildet bei der Brücke. Also das ist die preußische Brücke, passend zu den Fleischmann Donnerbüchsen. Weiter geht's mit der bayerischen Übergangsbrücke. Die ist angepasst an die bayerischen Länderbahnwagen von Minitrix. Das könnt ihr hier auch wieder sehen am Türdesign. Passt also perfekt dazu. Auch hier in der Mitte Scherengitter als Absturzsicherung. Die dritte Variante ist die Scherengitterbrücke ohne Türen, weil es auch Donnerbüchsen gibt, die keine Türen hatten, die nur quasi entweder eine flache Türe oder eine Seilsicherung hatten, eine Drahtseilsicherung. Dann gibt es also auch zig unterschiedliche Varianten. Für diese Variante habe ich dann die Scherengitterbrücke gemacht. Die passt sich perfekt hier an diese Wagen an und ist auch vielseitig einsetzbar. Das fällt auch gar nicht auf, wenn man die beiden anderen Wagen einsetzt. Also da muss man schon Experte sein, um dann den Unterschied zu sehen. Die vierte Brücke ist die flache Scherengitterbrücke. Die ist einfach für Wagen, die eine flachere Brüstung an den Seiten haben. Die passt dann optisch einfach besser dazu. Die ist 1,1 mm flacher als die Scherengitterbrücke, ist aber von der Dimension, also Breite und Höhe des Bodens zum Puffer, zur Magnetkupplung, sind die vollkommen identisch und auch, wie gesagt, alle Kupplungen sind untereinander komplett austauschbar. Und jede der Brücken gibt es dann auch noch in einer Kurzbrückenvariante. Das hier ist zum Beispiel die Kurzbrücke für die flache Scherengitterbrücke, für die Scherengitterbrücke, für die bayerische Übergangsbrücke, andersrum, und natürlich für die preußische Variante der Brücken. Diese Kurzbrücken sind dazu da, um MDYG Gepäckwagen zum Beispiel oder Schürzeneilzugwagen oder 3YG, 4YG Wagen zu kuppeln, wie es auch im Vorbild üblich war. Da wird einfach die Kupplung anstelle der langen Brücke dran gemacht, so rum, und dann lassen sich hier wunderbar die entsprechenden Wagen mit dem Übergang kuppeln. Also diese Wagenart
war tatsächlich im Einsatz. Wenn man die Kuppel will, sollte man die Kurzbrücke verwenden. Die nächsten Wagen sind jetzt hier die Fleischmann Länderbahnwagen und diese werden vom Typ her mit einer flachen Scherengitterbrücke ausgerüstet, weil die jetzt nicht wirklich Türen haben, die einfach nur Klappen haben zum Aufmachen und die dann mit Scherengitter auf die andere Seite verbunden werden. Der Fußlauf, also die Plattform, wo man drüber läuft, die ist jeweils an den Wagen hier dran. Die wird dann hier runtergeklappt quasi von beiden Seiten und dann mit den Scherengittern verbunden. Und dann gibt das ein geschlossenes Bild. Die nächsten Wagen, die wir jetzt umrüsten, sind ebenfalls von Fleischmann. Das sind auch nochmal andere Länderbahnwagen. Und an die Länderbahnwagen passt am besten die normale Scherengitterbrücke. Die sind nämlich von der Brüstung her einen Tacken höher. Wir sehen es auch hier. Auch diese Wagen haben keine Tür, deswegen hier auch nur Scherengitter, die zur Absperrung, zur Absturzsicherung verwendet wurden. Und auch hier die Länge perfekt angepasst. Die haben jetzt 12,5 zum Beispiel auf beiden Seiten die Wagen. Die Länderbahnwagen, die anderen haben 14 mm, also da seht ihr, da gibt es Unterschiede in den Längen, weil eben die Brücken alle gleich sind. Ich habe die Brücken tatsächlich so konstruiert, dass man die untereinander austauschen kann, weil sonst hat man ein heilloses Chaos an verschiedenen Brücken und verschiedene Längen und weiß nachher gar nicht mehr richtig, worum es geht. Deswegen hier einheitlich eine Brückengröße für alle Wagen. Unterschiedlich sind immer nur die Kupplungslängen. Das heißt, wenn ihr die Kupplungslängen auf euer Wagen anpasst, laut Liste oder selber probieren mit den Testkits, könnt ihr diese Brücken, die ihr habt, zwischen alle Wagen setzen. Und auch eine Scherengitterbrücke kann man zum Beispiel problemlos hier in die Fleischmann Donnerbüchsen einsetzen. Das passt optisch auch, also das sagt auch keiner was. Bauen wir aber erstmal wieder zurück. Das heißt, die Scherengitterbrücke machen wir hier unten dran. Diese Brücke machen wir wieder hier oben dran. Und der dritte Wagen, den wir uns jetzt anschauen, der stammt von Minitrix. Das sind die Minitrix bayerischen Länderbahnwagen. Die haben eine Länge von 14,5 auf beiden Seiten. Und da ist es tatsächlich so, dass man die Wagen mit 14,5 auch so kuppeln kann, ohne Brücke. Das sieht jetzt mit Brücke, gehen die leider ein bisschen auseinander. Es liegt aber tatsächlich an der Thematik bei dem Ganzen, dass ich eben eine Brücke wollte, die überall passt. Und das habe ich jetzt auch so durchgezogen, weil es macht einfach Sinn, sonst hat man ein heilloses Chaos. Und das fünfte Set, um das jetzt geht, das sind die Brava Länderbahnwagen. Ich schiebe das mal ein bisschen hoch hier. Die Brava Länderbahnwagen aus dem Set 1850. Das sind 3 wunderschöne Länderbahnwagen bayerischer Bauart oder württembergischer Bauart, glaube ich. Die brauchen die Länge 12,5 auf beiden Seiten. Und da passt am besten die normale Scherengitterbrücke. Schnappe ich jetzt mal mir hier raus, dann seht ihr auch, dass die wunderbar kompatibel sind. Und zack, auch hier passt das optimal zusammen. Und damit wir das Ganze jetzt mal auch live sehen, habe ich die jetzt mal alle aufgegleist. Das sind die Fleischmannwagen, die wir gerade umgerüstet haben. Da hängen wir mal den Gepäckwagen dran. Und auf der anderen Seite den vierten Fleischmannwagen, den wir noch haben. Dann haben wir da ein ganzes Set im Einsatz. Alles mit den preußischen Übergangsbrücken. Das nächste Set, was wir umgerüstet haben, waren die Fleischmann Länderbahnwagen. Die hänge ich jetzt auch mal hier dran mit einer preußischen Brücke. Zwischendrin haben die normalen Scherengitterbrücken. Wie gesagt, die sind alle untereinander austauschbar. Die könnt ihr reinmachen, wie es euch gefällt. Das nächste waren die Brava Länderbahnwagen. Die schieben wir jetzt auch mal da dran. Mit der Scherengitterbrücke. Jetzt habe ich noch dagegen gehauen hier. Und das nächste Set sind jetzt die Minitrix Länderbahnwagen mit der bayerischen Übergangsbrücke. Weil das bayerische Länderbahnwagen sind. Oben mit der abgeflachten Tür.
Und als letztes haben wir noch die Fleischmann-Länderbahnwagen mit der flachen Scherengitterbrücke, weil die Brüstung ein bisschen niedriger ist. Die passen aber optisch dann trotzdem zu den anderen Wagen. Also ihr könnt hier alles kombinieren, wie ihr wollt und wie ihr lustig seid. Gehen wir aber nochmal zurück zu den Fleischmann-Donnerbüchsen. Ich zeige euch mal den Sinn und Zweck der Kurzbrücken, die verkürzt sind von der Länge her quasi etwas länger als eine halbe Brücke. Ich setze die jetzt mal hier ein. Die wird nämlich verwendet oder sollte verwendet werden, wenn ihr zum Beispiel den MDYG-Wagen, Gepäckwagen, koppelt, die einen Übergangsbereich oder einen Übergangswulst oder Gummiwulst oder Faltenbalg oder call it what you want, hatten, die in der Realität tatsächlich gekoppelt wurden, dann braucht man diese Halbbrücke. Diese Halbbrücke geht dann tatsächlich bis direkt an den Gummiwulst, ist auch tauglich bis R1 runter, also überhaupt kein Thema für den kleinsten Radius. Bei größeren Radien sieht es natürlich ein bisschen vorbildgerechter aus. Das ist jetzt hier der MDYG-Wagen. Ich zeige das aber auch mal bei einem Schützen-Eilzugwagen, in dem Fall von Minitrix. Da sieht es genauso aus, also passt auch hier hervorragend. Oder auch die letzte Variante, die dritte Variante, was auch tatsächlich im Alltag vorkam, sind die 3YG-Wagen, die auch oft gekuppelt waren mit Donnerbüchsen. Aber auch hier überhaupt kein Problem. Das passt wunderbar zusammen und ist auch vorbildgerecht. Und diese Übergangsbrücken, die Kurzbrücken, gibt es tatsächlich auch in allen 4 Formvarianten. Alle Brücken wurden nach dem 3D-Druck von mir mit Vallejo Premium Color lackiert. Also hier eine solide Farbe drauf, dass da auch nichts durchscheint, weil der Kunststoff ist, wenn er dünn gedruckt wird, manchmal leicht durchsichtig. Das habe ich hier dann weglackiert quasi. Die Brücke ist so designt, dass sie, oder auch von der Länge her so designt, an dem bei Kurvenfahrten an der Brüstung vorbeigeht. Das heißt, dass da nichts einhakt oder sowas. Das ist allerdings manchmal schwierig, weil die Plattformen teilweise so ein kleines Teil haben, was raussteht. Das seht ihr hier, dass das Fußblech, was normalerweise nach unten geklappt wird, das verhindert, dass man die Brücke noch einen Tick näher dran machen kann. Habe ich alles getestet, deswegen auch der leichte Abstand, dass es hier kompatibel an den Haken hier vorbeigeht, dass da nichts verhakt. Man kann natürlich auch hergehen und kann sich mit einem Skalpell oder so oder mit einem Dremel diese Tür rausmachen. Diese ist hier befestigt an den Seiten und unten teilweise, je nach Modell. Man kann die wegmachen, das habe ich hier probiert. Das heißt, die Tür entfernt. Hat natürlich auch den Vorteil, dass dieser Haken weg ist. Wenn man jetzt die Brücke dran macht, sieht man, dass tatsächlich ein Spalt jetzt da ist, der vorher nicht da war. Vorher hat man diesen Haken gesehen, der da rein schaut quasi. Sieht man da ganz leicht, genau. Das führt zu Verhakungen. Hier dann nicht mehr. Das heißt, hier könnte man theoretisch die Kupplung nochmal um 0,5 mm verkürzen. Das sind 14,5er. Könnte man tatsächlich eine 14er reinmachen, um hier noch enger dran zu kommen. Also wer Lust hat, hier tätig zu werden, kann da gerne seine Wagen pimpen und dann nochmal ein Stück näher dran kommen. Wenn man seine Brücke noch ein bisschen lebhafter gestalten will, kann man natürlich auch Figuren aufkleben in die Brücke rein. Ich habe das hier mal gemacht mit 2 Figuren. Sie sind nicht immer so einfach zu finden. Es gibt wenig Figuren aus der Epoche 1, 2, 3. Ich habe hier aber welche gefunden und habe die dann eingeklebt mit einem Hauchtröpfelchen Sekundenkleber unten an die Füßchen gemacht und eingeklebt. Hält super. Wenn man die weghaben will, kann man das ein bisschen hin und her wackeln, dann geht das auch wieder weg. Also wenn man da dezent Sekundenkleber verwendet, dann klappt das wunderbar. Da gibt es also eine ganze Menge an verschiedenen Varianten, die man da einkleben kann. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt, da kann jeder also einkleben, was er gerade gut findet oder auch überhaupt findet. Epoche 1, 2, 3, was also dazu passt. Was natürlich auch immer gut aussieht, wenn man auch 1, 2 Figuren auf die Plattform an sich klebt und nicht nur auf die Brücken, weil dann wirkt das Ganze ein bisschen lebendiger.